schiebe das. Sag mir mal, wie alt? Oh, gerade 60 geworden. Super, bestes Alter. Sieht ja noch gut aus, der Junge. Und unterwegs mit dem Motorradtourer. Ja, aber hat halt ein Problem für der KTM. Aber gut, wollen wir drüber wegsehen. Ja, super, aber wenn es läuft, läuft. Genau. Der Andi. Der Andi. Das ist der mit dem blauen Quad, der so viel Staub macht. Aber was willst du machen? Es ist eben so. Ja, genau. Uli ist eine Jacke gewesen. Ja, genau. BMW-Jacke. So, und der Jörg? Der Jörg, das ist der mit der Honda, die eigentlich schön aussieht. Und der fährt meistens vorm Andi. Das heißt, und heute auch hinterm Andi hat er ein bisschen Staubstücke mit, also sonst ist okay. Läuft. Hallo Leute, euer Motorradtour grüßt euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem Motorradtourer. Das Jahr 2023 sollte ein besonderes Jahr für unsere Motorradtouren geben. Hatten wir doch vereinbart, in diesem Jahr eine kombinierte Tour auf Straße und Schotter zu fahren. Wir haben uns dann am Sonntagabend in Sorse-Dulx, das ist der italienische Teil der Westalpen, getroffen. Der Jörg und der Rolf, die sind bereits am Freitag in der Nähe von Frankfurt abgefahren und waren dann 2 Tage unterwegs. Und der Andi und ich, wir haben am Sonntag früh den Pickup geladen mit dem Quad hinten drauf auf der Ladefläche und meiner Moto Guzzi im Anhänger und sind dann zum Zielort gefahren, wo dann eine tolle Woche mit verschiedenen Lokalitäten und verschiedenen Touren auf uns warten sollte. Also geplant war auf jeden Fall die Assietta Kammstraße, der Col de Fauniera, das Fort Chaperon, Sommelier, Vareita Mayra Kammstraße, Mayra Stura Kammstraße, alles ganz besondere Strecken. Außerdem wartete auf uns der Col d'Isoire, der Col Agnel für die Überfahrt nach Cuneo sowie für die Rückfahrt in die Schweiz der Col Iseran und der Mosenie. Wirklich ganz tolle Strecken, die wir bei bestem Wetter fahren durften. Aber schaut selbst, jetzt geht's los. So, jetzt stehen wir hier in Sorse-Dulx und wir starten jetzt. Mal gucken, mit der Navigation bin ich echt gespannt, wie das mal hier funktioniert. Jetzt haben wir den Zugang zur Strada dell'Assietta erreicht. Das war also von Sorse-Dulx eine relativ kurze Auffahrt über zig Höhenmeter und jetzt kann der Schotterspaß beginnen. Also jetzt sind wir mal gespannt, was uns da alles so erwartet. Das geht ja jetzt über 3-4 Pässe drüber und die gesamte Assietta hat eine Länge von ca. 33 Kilometer.
Halten wir da vorne irgendwo, oder? Ach, wunderbar. Vor der 100 Meter. Und lache. Guck mal, da kriegst du sogar schon auf der ligurischen Grenze. Hey, schau dir das mal an. Ah, Junge, das ist so geil. Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answer ever since we were 17. You know the truth can be a weapon. Bisschen raus aus die Karre. This world of ill intentions. Answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? We just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be legends. Volle Kopf am Piano. 2319 Meter. Turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Right into the nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong. Auch Munde stehen, dies war das. Ja, jetzt hast du mich aber rausgezogen, echt du. Cause we're gonna be gonna get their attention. Ach Gott, dann kann ich morgen nicht so viel Frühstück machen. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. Eventually they're gonna know who's right. To make a stand, you got to win the fight. Can't stand the heat and just the apple light. But you might never make it out alive. You gotta live without a compromise. Let everybody hear your battle cry. Yeah, we're gonna be legends.
can be me. And I'll drink all the time, 'cause we're lovers, that is the fact. Yes, we're lovers, that is that. Faszinierend. We'll keep us together. We can beat them. Aquetti. Yeah, we can be heroes. Just for one day. What you say, I say. Well, I wish I could swim like dolphin. The dolphin can swim. Oh, nothing will drive them away. We can beat them forever and ever. We could be heroes just for one day. What you say? I said. Das war jetzt also die tolle Fahrt über die Asieda-Kammstraße. Das sollte jeder wirklich einmal gemacht haben. Ich möchte kurz nochmal den Weg erklären, den wir jetzt hier gefahren sind und den ihr auf dem Video seht. Gefahren sind wir also direkt von Sauce Dulx nach Sportinia auf der Strada del Asieda und sind dann die Skipiste hochgefahren zur Asieda. Rauskommen tut man da beim Monte Triplex. Das ist der Einstieg für uns, 2506 Meter hoch. Weiter ging es dann über den Col Bourget, 2304 Meter hoch. Das war da, wo der Fotograf von Zwartele und unsere Einzelaufnahmen machte. Dann sind wir gefahren über den Monte Cenefris, 2536 Meter hoch, zum Colle di Asieta, 2462 Meter hoch. Wir sind dann natürlich weitergefahren auf der Asieda und werden jetzt weiterfahren zum Colle del Finestre. Wer jetzt hier beenden möchte, kann rechts abfahren Richtung Osiox. Also kurz nochmal zu der Asieda selber. Also das ist wirklich relativ einfach zu fahren. Es sind ein paar Stücke drin, die etwas komplizierter sind, aber das ist schon eigentlich für viele von den Enduro-Fahrern wirklich machbar, auch mit schwereren Enduros. Also uns hat es jetzt nicht vor große Herausforderungen gestellt. Das war wirklich toll, immer auf dieser Höhe zu fahren. Ihr seht ja auf den Bildern selber, dass diese Ausblicke, die kann man wirklich genießen. Und das war wirklich eine tolle Sache. Das Einzige, was man vielleicht in Kauf nehmen muss, ist der Staub. Speziell, wenn man so wie wir in der Gruppe fährt. Den Einstieg findet man ja normalerweise von Sestriere kommend. Wir sind jetzt von Sauce Dulx hochgefahren. Das war auch für mich etwas schwierig in der Planung, weil ich nirgends was fand, ob es denn da tatsächlich hochgeht. Aber diese Auffahrt stellte uns jetzt nicht vor große Herausforderungen. Die Asieda ist wirklich verwöhnt mit grandiosen Ausblicken. Wichtig noch für alle, die da fahren wollen, sie ist gesperrt jeden Mittwoch und jeden Samstag. Und ich kann euch sagen, das wird wirklich auch kontrolliert. Und das Einzige, wo man vielleicht ein bisschen aufpassen muss, ist die 1,5 Kilometer zum Monte Cenefris hoch. Da haben wir so 15% Gefälle, denke ich mal, oder so habe ich es nachgelesen. Also das ist wirklich das Einzige, was da ein bisschen anspruchsvoller ist.
Und ansonsten kann man diese 42 Kilometer von Sestriere bis zum Colle del Finestre, wenn man es gesamt hört, wirklich immer top genießen. Also danke, dass ihr das hier angeschaut habt. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr das selber mal fahrt. Und jetzt geht es dann weiter im nächsten Video, da geht es dann auf den Colle del Finestre. Das ist auch nochmal eine wunderbare Strecke. Und also bleibt dran. Motorradtour freut sich, dass ihr hier wart. Also die Asieta war ja schon mal super geil. Weiter fahren wir jetzt direkt von der Asieta-Kammstraße zum Colle del Finestre. Eine weitere Schottertour, die auch recht einfach zu fahren ist und Ausblicke ohne Ende bietet. Weiter fahren wir dann nach Meana di Susa und da sind wir dann wieder auf Festerstraße, bevor wir dann wieder über einen kleinen Schotteranteil fahren nach Gravere. Also auch eine ganz tolle Strecke. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Viel Spaß beim Zuschauen bei dieser zweiten Schottertour. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, not a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything he can, you know that man makes money to buy from other men. This is a man's world, but it would be nothing, not one little thing without a woman or a girl. Also da wird schon runterfallen, also ganz sicher nicht. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. He's
faszinierend. Aufnahme. Boah. Hey, nein, du, also ehrlich, du. Hallo, ah. Aufnahme. Okay. Ah, okay. But we can drive. Okay. Die Navigation hat uns jetzt hier rechts von der Straße runtergeführt auf so einen Wald- und Wiesenweg. Da sind wir jetzt zuerst schon mal Baggerfahrer vorbeigefahren, der die Straße richtet. Der hat sich auch schon gewundert, dass da 4 oder 3 Motorräder und ein Blatt kommen. Wir sind jetzt einfach weitergefahren. Er hat gesagt, eigentlich müsste es gehen. Aber Leute, es ist steil wie die Sau. Das sieht man natürlich in keinster Weise auf den Kameras. Und ich denke, Umdreher ist keine Option. Also fahren wir einfach weiter jetzt Richtung Chiamonte. Und wenn wir da sind, dann brauchen wir zuerst mal einen Kaffee. Dieses Zwischenstück auf Wald und Wiese, das haben wir jetzt gut gemeistert. Danach haben wir zuerst mal einen Kaffee gebraucht und sind jetzt weitergefahren über das Fort Fenil bis nach Eclaus, wo wir auf den Chaferon wollen. Und zwar über das Forte al Seguret. Was wir nicht beachtet haben, dass eigentlich der Chaferon heute, das ist ja Montag, überhaupt nicht geöffnet ist und nur Mittwoch und Samstag geöffnet ist. Ja, zum Colle del Finestre, was gibt es noch zu sagen? Für mich war es wirklich der schönste Pass, den wir an diesem Montag gefahren sind. Der ist etwas anders wie die Asieda. Die Asieda ist ja doch ziemlich fester Schotter und wenig Geröll. Der Finestre bewegt sich ja doch teilweise auf fester Straße,
also Geteerterstraße und teilweise auch auf sehr feinem Schotter. Man muss da ein bisschen aufpassen mit dem Einlenken, damit sie halt nicht wegrutscht. Aber ansonsten ist es sehr einfach zum Fahren, fand ich jetzt. Und die Aussicht, also das ist wie überall hier einfach grandios. Das könnt ihr also selber auch mal fahren und ihr habt es ja auf dem Video jetzt gesehen. Das ist nicht ganz so anspruchsvoll, wenn nicht gerade Andi vor einem fährt, der einen zusifft mit Staub. Die Strecke, die jetzt vor uns steht, die sollte es in sich haben. Noch nie, wirklich noch nie in meinem Leben bin ich so im Weg gefahren. Mit solchen Furchen drin und solche Rillen und vom Winter her noch, also unglaublich. Und der war nicht ganz einfach zu fahren. Das aber jetzt im nächsten Video. Teil 3 dann. Das war jetzt Teil 2. Danke, dass ihr da wart und es angeschaut habt und freut euch dann einfach, bis es weitergeht. Der dritte Aufstieg am heutigen Tag sollte uns ja aufs Fort Chafferot führen. Und zwar über diesen Tunnel von Eklaus kommend. Also bei Eklaus war der Einstieg zu dieser Runde. Also was da auf uns wartete, ja, das guckt ihr jetzt am besten auf dem Video an. Und wie gesagt, ihr seht nicht, wie steil das ist. Das ist unglaublich und die Straßen waren also sowas von schlecht. Aber seid selbst, viel Spaß beim Ansehen. Kurz nach dem Pforte Venil, das ihr hier oben links seht, geht es dann rechts weg Richtung Auffahrt Chafferot. So, das Gerumpel kann beginnen. All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she There's a songbird who sings sometimes all of our thoughts of this Uli, irgendwas musst du machen, du musst da rein, oder? Alter. Ich habe Rücken. Wenn da fertig bist, nehme ich du. Hä? Wenn wir da zu Hause sind, nicht mehr. Da ist jeder Muskel durchgeschüttet, aber jeder. Es wird nicht besser. Keine Sau fährt da durch, außer mir. Oh! Das ist super. Oh, kalt da drin.
das ist eisig unten drunter. Ja. Also ich würd nicht wetten, aber nee, das steht eigentlich, das läuft doch. Junge. Schönigste Auspuff ist so laut. Echt? Was? Ja. Passt. Heike, siehst du mich? Heike, hörst du mich? Heike, du musst einfach nur gerade durch mit dem beklemmenden Gefühl. Oh, ich bin jetzt froh, wenn wir draußen sind, ehrlich. Oh je, du. Ah, man kann schön hier im Bachlauf fahren. Ja. Ich glaube, es regnet. Ich habe einen Tropfen abgekriegt. Ja, ich glaube auch. Aber die Jacke ist ja wasserdicht, hast du gesagt. Wenn wir mal kurz anhalten. Jetzt geht's den Berg runter. Ah. Ich glaube, der Tunnel ist nicht mehr ganz dicht. Das sag mal nicht über. Ja, das sag mal auf wieder. Jetzt wird's feucht. Das ist der Grund, warum die Heike nicht mit wollte. Naja. Okay. Oh! Da ist ein Löchelchen drin, aber das beschreiben die an jedem Video. Echt? Und ich fahr genau rein. Ja, wieso sagst du mir das denn? Du, Hab jetzt erst wieder ist eingefallen. du bist ein Freund, du. War doch locker. Ja. Ah, so, Heike, Licht ist in Sicht. Wunderbar. Ach, das war doch schön. Sind alle noch da, oder? Ja, alle da. Ich glaube, das Schlimmste ist vorbei. Ja. Das Top-Tunnel. Oh! So, da können wir was berichten, du. Also, leckfett. Ach, das ist dieses Ding da, oder? Das gehört dazu, man muss unbedingt das Cover rausfahren. Motorrad legen. So, warte. Wie sagt man so schön? Ja, und das wäre der Weg gewesen. Naja, jetzt sind wir hier oben, sind fast 10 Kilometer hochgefahren und jetzt stehen wir vor einem Schneebrett. Und Leute, ehrlich, wir haben das jetzt besprochen und wir sehen nicht, dass wir da durchfahren können, weil es einfach zu gefährlich ist. Und daher, wir müssen auch keine Heldentate beginnen und somit heißt es, wir drehen wieder um und fahren da wieder runter. Das ist jetzt echt schade, dass wir nicht auf Chaperon gekommen sind, aber so ist es eben manchmal. Das kann einem in den Bergen immer passieren. Ist eben so. Finde ich gut, der soll mal gucken, Ja, ob da unten nicht doch ein Weg ist. aber das sieht man aus brutal, das sieht echt richtig steil aus, oder? Ja,
Oh. Oh, 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 oh. Through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life, like when and where. Oh. We didn't have no internet, but man, I never will forget. Way the Aber steif. Eine Größe. and we were trying different things. We were smoking Au, das funny ist- things. Making Aber ich hab so das Gefühl, dass das richtig steil ist da, du. sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot. Voll gescheitert am Schneefeld. Den Scheiß habe ich schon mal gehört in Mailand. Oder also Natürlich dann der Vorteil, wenn sie im Oktober fällt. in Deutschland der ist Schnee. Das Schneefeld auf jeden Fall weg. Nee, der kommt schon nicht bis zum Tunnel. Wahrscheinlich. Nein, hat es Schluss. Der Durchschnitt fällt an. Jetzt mach ich aber das Visier zu, das mal. Singing Sweet Home Alabama all summer. Rolf, Ja, du musst ungefähr in der Mitte durch die Wasserlache fahren, ja? was mache ich? In der Mitte durch die Wasserlache fahren. Das weiß ich nicht, ob das gut ist. Ich glaube, links oder rechts ist besser. Das ist jetzt Überholverbot, oder weißt du? Nee, okay, kann da. Aha. Now nothing seems as strange as when the leaves began to change. Boah, ist das warm, leckt mich an. Those days would never end. Sometimes I hear that song and I start to sing along and think, man, I'd love to see Ich that höre girl das Quatsch nicht mehr. again. Guckt mal jemand im Spiegel. Ja. Ach, kommt, okay. We were trying different things, we were smoking funny things. Aber jetzt sagen wir mal so, da will ich auch nicht runterfallen. Da du echt du. Der guckt doch auch nicht hin. Boah, brutal. Doch, da muss ich hingucken. Singing Sweet Home Alabama. Hast du Probleme mit der Höhe, oder? Ja, Okay, dann darfst du nicht hingucken. ich gucke auch nicht hin. Ich kondensiere mich auch gerade aus. Wenn man Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home aber es läuft trotzdem viel besser. Ja, ja, es läuft besser. Stimmt. Aber welcher Depp hat die Route rausgesucht? Wenn mir den Tourguide erwischt. Das war die Heike. Die ist nicht da. Oh, oh, Dann kannst du hier fahren, wo du willst. Gell? du kannst fahren, wo du willst. Allerdings du. Du musst halt ein bisschen gucken, wo die Steine liegen und daneben fahren. Junge, ich denke mir, was die Reifen da aushalten ist. Das ist ja brutal, oder? Deswegen haben wir ja auch Enduro-Reifen und kein Sportreifen. Ja, ja, aber trotzdem, das ist ja, trotzdem fahrst du über so spitzige Steine drüber und was weiß ich was alles. Ja,
Also das ist schon irre, du, was da heute die Technik kann. Junge, ey. Ja, gelogen, das Schlimmste kommt noch. Ich hab euch angelogen, ich schwör. Oh, Jagi. Sagen wir, sind wir da hochgefahren, weißt du? Hier muss das gewesen sein, Jörg, wo du durchgedreht hast. Ja. Oh, Junge, ja, das ist... Das ist... Und jetzt... Ja, und doof sind die ja auch nicht. Die gucke ich ja vorher auf meinem Parkplatz. Nein, ich finde es absolut top, weil das wollte ich auch immer mal machen da hoch und das klingt halt nicht, aber es ist nicht schlimm, dafür kann man es ja irgendwann noch mal in Angriff nehmen. Wir kommen jetzt langsam wieder in die Zivilisation, weil da sind Leitplanken montiert hier. Vor allem wird's wärmer. Und das wird warm. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich mit euch unterwegs bin, dann komme ich nie vor 6 ins Hotel. Nie. Was ist das eigentlich mit euch? Jetzt ist der, In den Korb und ich hab locker gepackt. du, jetzt ist der oben in der Absturz von den Typen, du. Glaubst du? Meinst du? Ja klar. Glaubst du wohl nicht, dass der sonst einer hochfährt? Ja, kannst recht haben. Ja klar. Aber ich drehe jetzt nicht um zum Gucken. Komm, wir wollen Bilder machen, komm. 1,3 Kilometer, da haben wir sie nur auf Feststraße, oder wie seht ihr das? War das jetzt ernst gemeint für die Bier? Nee, das was brauchen wir? Das Quadbrot ist ganz leer. Ja, das sowieso. Aber fährt das Quad denn morgen noch auf eigene Achse? Nee. Ah, da guck, das kommen die Sunny Cars. Oder? So, da, Wege. da, Wege, die holen einen runter, die machen da mal mit die... da vorne kommt eine Tankstelle. Guck. Direkt Wir haben an, noch 16 Kilometer bis zu uns. Ne? das Quad machen wir voll nachher. Sonst gut, da fahrt ihr halt zurück und dann wird tanken geschwind. So, okay. Ja, wir können ja alle tanken. Ja, das machen wir. Ist da ein Ding? Aber ich glaube, das Ding steht jetzt. Ja, steht. Dann müssen wir gucken, dass wir es wegstellen. Also ich muss gucken, stand da mal. Ich muss erst mal das abspeichern hier. Genau, du musst wieder hierher finden. Bleibe mir hier, schaffst du das allein? Ja, okay, ja. Nee, warte schon. Aber du, da braucht aber die auch ordentlich Sprit, du. 150 Kilometer. Oh. Warte, du in Händen ein, wie. Kurz nochmal zu dieser Auffahrt. Also, ihr habt ja im Video gesehen, also man muss da hier schon etwas Ahnung haben. Also für Neulinge denke ich mal, ist es eher nicht geeignet. Winkelfrei sollte man eigentlich auch sein und
die Beherrschung auf diesem Schotter, also auch für uns mit den schweren Motorrädern, wirklich nicht einfach. Ich könnte mir vorstellen, mit so einem leichten Ding, da kann man richtig hochfahren und es macht auch richtig Laune. Also es hat auch uns natürlich sehr viel Spaß gemacht, aber ja, das ist schon relativ viel Arbeit, mit den schweren Kisten da hochzufahren oder runterzufahren, in dem Fall. Aber ja, muss man einmal im Leben gemacht haben und das haben wir jetzt gemacht und das war super und das war jetzt der Tag für uns. So, jetzt haben wir es geschafft, wieder im Hotel zu sein. Alles sturz- und unfallfrei. Wir hatten ja heute wirklich so viel Schotter, wie ich in meinem Leben noch nie gefahren habe. Aber das war einfach ein super Tag. Wir sind so 170 Kilometer gefahren. Echt super. Wohnen tun wir hier im Grand Baita Hotel in Soest-Duix. Das ist ein Hotel in der unteren Preisklasse, 3-Sterne-Hotel. Hat aber alles, was man braucht. Die Zimmer sind schön, die Rezeption und auch das Restaurant, die Leute hier helfen einem und sind super freundlich. Frühstück ist sehr gut und Abendessen ist auch sehr gut. Was will man mehr? Einzigster Nachteil vielleicht, Parkplätze rund ums Haus sind etwas rar gesät, vor allem wenn man mit dem Auto mit Anhänger kommt. Für die Motorräder ist schon gar nicht immer Platz. Morgen geht es ja schon für uns weiter. Wir fahren morgen über den Col Isoar und den Col Agnel nach Cuneo und werden dann so gegen, ich denke mal 13:30 Uhr dort sein und haben dann den Mittag zur Entspannung. Also, freut mich, dass ihr hier wart und bleibt dran. Jetzt haben wir hier im Grand Baita Hotel in Soest-Duix ja sehr gut genächtigt und auch sehr gut gefrühstückt und jetzt geht's weiter. Wir fahren heute die 240 Kilometer bis nach Cuneo. Es geht über den Col Isoar und den Col Agnel, da freuen wir uns schon drauf. Der Andi ist bereits losgefahren mit dem Quad auf dem Pickup und dem Hänger hinten dran und wir treffen uns dann in der Altstadt von Cuneo, wo das nächste Hotel ist. Er wird ein bisschen anders anfahren wie wir, aber wir treffen uns gegen 13 Uhr und haben uns ja heute auch nach dem wirklich heftigen Tag gestern eine kleine Pause verdient, die wir dann auf dem Markt in Cuneo bei einem Kaffee und einem Eis verbringen werden. Und jetzt viel Spaß beim Anschauen. Happy Hour mitten in der Nacht. Sexy, alles tanzt, alles lacht. 40 Grad am Dancefloor. Hula Baloo, sagst du in mein Ohr. Was ist denn Hula Baloo, was gehört denn da dazu? Macht man beim Hula Baloo vielleicht die Augen zu? Kann man beim Hula Baloo die Sternwall sehen? Sag mir, wie soll das gehen? Hodi, 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 hodi. Von Ulks sind wir jetzt gefahren, die SS24 und dann über die Grenze nach Frankreich, weiter der in 94 Folgen bis nach Briançon. Das ist eine sehr gut ausgebaute Straße, entspricht einer Bundesstraße bei uns und entsprechend ordentlich viel Verkehr haben wir da, aber mit dem Motorrad kein Problem, da kommen wir sehr gut durch und Kontrollen haben wir keine gesehen unterwegs. Hula Baloo, Hula Baloo. Was ist denn Hula Baloo? Sag mir, wo kommt es her? Wie schreibt man Hula Baloo? Was ist es? Bitte sehr. Ich glaub nur Hula Baloo ist nicht ganz jugendfrei. Du sagst nur, was ist schon dabei? Hodi, 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 eh. Hodi, 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 eh. Hodi, 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 eh. Hodi, 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 eh.
wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hula Baloo. Du hast du gesagt und hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hula Baloo. Hodi, 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 Hula Baloo. Hodi, 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 hodi. Und jetzt geht's ab von Briançon, der höchstgelegenen Stadt in Frankreich, auf den 2360 Meter hohen Col d'Issoire. Macht Fahrspaß ohne Ende. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, oh, oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebestattoo. Oh, oh, oh. Was das zwischen uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, einfach raus, deine Augen ziehen mich aus. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, 1000 Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm, nimm meine Hand und gib es mir. Komm, wir steigen auf das höchste Dach dieser Welt. Halten einfach fest, was uns zusammenhält. Oh, oh, oh. Bist du richtig süchtig, Haut an Haut ganz berauscht. Fallen meine Arme und der Fallschirm geht auf. Oh, oh, oh. Alles, was ich will, ist da. Große Freiheit pur, ganz nah. Nein, wir wollen hier nicht weg. Alles ist perfekt. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, 1000 Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm, nimm meine Hand und gib es mir. Atemlos. Lust pulsiert auf meine Haut. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, Ich hab dir gerade die Berge an. großes Kino für uns zwei. Was meinst du, Kollege Hessen? Ewig 1000 Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm, nimm meine Hand und gib es mir. Atemlos. Atemlos durch die Nacht. Eieiei, schaut euch mal hier hinten das Bergpanorama an, wo wir jetzt drauf zufahren. Wir sind jetzt unterwegs zum Col Agnel, 2744 Meter hoch. Die natürliche Grenze zwischen Frankreich und Italien. Also das heißt, wir fahren jetzt wieder zurück nach Italien und werden dann weiter nach Cuneo fahren, also Richtung Turin.
Der Col Agnel ist 2744 Meter hoch und somit der dritthöchste asphaltierte Pass in den Alpen. Absolut geil zu fahren. Mir persönlich gefällt er als einer der besten. Also, viel Spaß beim Mitfahren. Give me double trouble, heartache and pain. I'll take the blame, but don't give me that. Lock me up, hold me in chains. Ain't too bad, but don't give me that. Do whatever you wanna do to me. You cannot steal my esprit. You're barking up the wrong tree. Don't give me that. Oh baby, you can take everything. It don't mean a thing, anything to me. Don't give me that, but don't control my rock and roll. No, no, shut your head, hey baby, don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Das war jetzt wirklich ein Genuss, den Col Agnel zu fahren. Und jetzt fahren wir die letzten Kilometer zu unserem Hotel, dem Hotel Ligure in Cuneo. Das zu finden, für uns ging es eigentlich, Navigation führte uns gleich hin, aber der Andi mit seinem Anhänger, das war ein bisschen schwierig, weil das Ding mitten in der Stadt liegt und aufgrund vom Markt zig Straßen gesperrt waren. Das war echt spannend, da hinzukommen. Wir konnten dann die Motorräder im Innenhof abstellen und auch der Anhänger, und fürs Auto mussten wir dann draußen einen Parkplatz suchen. Was aber dann ging. Auf jeden Fall
sind wir dann nachmittags, haben wir noch den Markt besucht und das war mal ein bisschen was anderes. Wir konnten entspannen und freuen uns jetzt schon morgen auf die Baraita Mayra und die Mayra Stura Kammstraße. Also, danke, dass ihr dabei wart. Bis bald. When the sun goes down and the night moves on, the time is right to enjoy yourself and doing whatever you wanna do. I mean, body. Hallo allerseits. Willkommen zum dritten Tag unserer geilen Westalben-Schottertour. Heute wollten wir ja eigentlich von Cuneo aus die ligurische Grenzkammstraße Richtung Nizza fahren, haben uns allerdings entschieden, die Baraita Mayra und Mayra Stura Kammstraße vorzuziehen, weil wir morgen, weil wir nochmal auf den Sommelier wollen, zurück nach Susa fahren und das Hotel umgebucht haben. Also sind wir jetzt heute Morgen diese 30 Kilometer Straße gefahren bis zum Einstieg in Venaška und haben dann erstmalig die Tour auf dem Garmin Navi umgeplant und einfach rückwärts geplant, sodass wir jetzt von Venaška aus die Baraita Mayra Kammstraße, für uns ist dann der Zielpunkt nach 38 Kilometer der Colle di Zampere, wo wir dann wieder auf eine asphaltierte Straße kommen werden. Ich denke, wir werden so 2 bis 2,5 Stunden brauchen. Wir haben heute das Problem, dass wir richtig Nebel oben haben. Also unten war das alles noch in Ordnung, aber da oben Sichtweiten um die 10 Meter. Also da müssen wir doch auch einigermaßen aufpassen. Vor allem, weil die Baraita Mayra einen relativ hohen Schwierigkeitsgrad hat und wir da wirklich aufpassen müssen. Viele lose Steine und große Steine. So, und jetzt fahren wir da mal hoch und wollen das bewältigen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Heute haben wir ja leider ein bisschen das Problem mit dem Strom, weil wenn ich unterwegs bin mit den vielen Kameras und dem ganzen Equipment, da brauche ich ja fast unterwegs ein Kraftwerk, um das alles laden zu können. Und das war leider in Cuneo nicht gewährleistet. Also ich habe weder meine Akkus voll und meine Helmkamera, die ist komplett ausgefallen und ich kann die auch nicht so nachladen beim Fahren, dass die irgendwann mal voll ist. Also das heißt, heute müssen wir uns mit dem behelfen, was wir haben. Ich habe noch ein paar Akkus dabei und somit geht die Kamera vorne und die Kamera hinten und das muss jetzt einfach mal reichen. Also, ich denke, dass wir trotzdem ganz schön was hinbekommen haben. Es wird nach oben kommen, was wir quatschen werden. Ich werde es auch machen.
Für die schlechte Filmqualität möchte ich mich entschuldigen. Ich habe es ja vorher schon gesagt, die Helmkamera ist leider ausgefallen und es war in dem Nebel auch nicht ganz immer so einfach, die Linse freizuhalten. Aber wir haben das Beste daraus gemacht und das ist jetzt das Ergebnis. Das war sie also, die Mareita-Meira-Kammstraße. Die maximale Höhe 2336 Meter und die maximale Steigung sind 12%. Ihr habt es ja im Video gesehen, die gesamte Kammstraße ist geschottert und es ist doch ein relativ grober Schotter und ein loser Schotter, sodass das nicht ganz einfach zu fahren ist. Ich habe es jetzt nicht ganz so schwierig gefunden,
wie die Tour zum Schafferoh hoch. Aber meine Kollege sagte, also die sei schon ziemlich ruppig gewesen und es hat dann schon ganz schön durchgeschüttelt. Man braucht eine richtig gute Beherrschung. Wir hatten natürlich noch das Thema mit dem Nebel, aber ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn man immer runter sieht, weil wohl diese Absätze wirklich echt steil sein sollten. Aber jetzt fahren wir mal weiter zur Mayra-Stura-Kammstraße und mal gucken, wie sich das verhält. Wir sind jetzt zum Einstieg in die Mayra-Stura-Kammstraße vom Colle Sambaire über den Colle Cavallina nach Stroppo gefahren und dann weiter nach Marmora. Und dort beginnt der Einstieg in die Mayra-Stura-Kammstraße. Die Mayra-Stura-Kammstraße ist eher eine Höhenstraße als eine Kammstraße, weil sie dauernd auf durchschnittlich 2000 Meter durch das Gebirge verläuft. Und ihr werdet es auf dem Video auch sehen, der Ausblick von oben ist einfach grandios. Ich denke an so vieles, seitdem du nicht mehr bist. Denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll das Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jener Zeit, sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, für den einen Augenblick, bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist. Es tut noch weh, wieder neuen Platz zu schaffen, mit gutem Gefühl etwas Neues zuzulassen. In diesem Augenblick bist du mir wieder nah, wie an jedem so geliebten vergangenen Tag. Es ist mein Wunsch, wieder Träume zu erlauben, ohne Reue nach vorn in eine Zukunft zu schauen. Ich sehe einen Sinn, seitdem du nicht mehr bist, denn du hast mir gezeigt, wie
Ja, die Mayra-Stura-Kammstraße. Was soll ich sagen? Es ist nicht ganz so anspruchsvoll wie die Mareita Mayra-Kammstraße, aber klar, grober Schotter, lose Stein und auch zum Teil Murabgänge hatten wir da. Und ja, es war unten natürlich auch ein bisschen nebelig, oben eine grandiose Aussicht. Leider hat meine Kamera die letzten 2 Kilometer versagt. Wir sind dann zum Colle Volchavera gefahren auf 2416 Meter und von dort die Straße abwärts nach De Monte und ins Hotel nach Cuneo. Insgesamt eine wunderbare Tour für diesen Tag. Heute Abend haben wir uns also ein gutes Abendessen verdient. Bis 6 Kilometer. Ja, aber ich habe keine Neuberechnung drin. Ich habe dann keine Route mehr. Aber ich kann das ja sagen. Solange Sprechfunk geht. Wie ist es bei dir, Jörg? Was sagt dein Navi? Rechts. In einem Kilometer. Rechts? Ja. Ich kann so nicht arbeiten. So, müsst ihr euch jetzt entscheiden. Na, der Fahrer hat rechts, ist doch scheißegal. Da steht geradeaus. Dann fahre ich halt super. Genau, fahren wir geradeaus. Ich weiß nicht, wie ihr euer Navi spezial eingestellt habt. Immer anders, als du denkst. Ja, genau, irgendwie scheint das doch sehr komisch zu sein. Ja, guten Morgen allerseits. Ich hatte ja in einem vorigen Video schon gesagt, dass wir die Route umgestellt haben und wir sind jetzt auf dem Weg von Cuneo in ein neu gebuchtes Hotel nach Susa, weil wir von dort aus den Sommelier und den Chaffero, der ja aufgrund dieses Schneefeldes nicht zu befahren war, von der anderen Seite her befahren wollen. Da fahren wir dann heute Nachmittag, wir werden so gegen 12 in Susa sein und werden dann starten zum Ausgangspunkt nach Bardonecchia. Attenzione! Dann muss man da reinlaufen und dann ist da links ein Restaurant. Also Thursday. And Chaffero? Ah, okay. Jeden Donnerstag ist geschlossen. Das steht auch in dem Ding ganz Hey, anders. du Tourguide, du. Hier ist das Uli. Das wäre ein Scheiß. Ah, wir gehen jetzt schön was essen. Ja. Okay, so we can drive here. Chaffero. Also gut. Yes? Not all yet. Okay. Chaffero. Okay. So we can't not. Bye bye. Ganz You also, schön einpacken. So ein Scheiß, du. So gefickt eingeschädelt, 13:30, jetzt ob wir noch was zu essen kriegen. Naja,
gibt halt mal solche und solche Tage. Und heute ist halt der 13. Stimmt. Mit dem hätten wir jetzt auch nicht gerechnet, oder? Aber gar nicht. Wieso ist heute der 13.? Mein Heter 13 ist schon nicht. Echt? Ja, ist es oder ist es nicht? Vollgefressen. Ich auch. Ja, ey, jetzt sind wir drin rum, ihr wollt unbedingt. Sagen wir mal. Fertig? So vollgefressen. Alle? Kann nicht fahren, geht nicht. Okay. Können wir uns nicht mal irgendwo hinlegen? Ja, so kann es eben gehen. Es gelten wohl seit 1.6. neue Öffnungszeiten für die Pässe. Aber egal, jetzt haben wir gut gegessen, eher zu viel, und nachdem wir jetzt nicht auf den Sommelier kennen und auch nicht auf den Chaperon, hat uns die Dame am Schalter einfach einen Plan mitgegeben, und Gott sei Dank, hier in der Gegend gibt es wirklich genug Pässe, die man fahren kann. Wir haben uns jetzt entschieden, auf den Madonna del Cordelier zu fahren. Ein Teil befestigter Straße und ein Teil Dirt Road. Das macht bestimmt auch Spaß. So, und jetzt fahren wir los. Der Einstieg ist in Ulx nach Pierre-Menor.
der Weg. Ja, schön. Rechts geht's hoch. Das war also jetzt unsere Schotterfahrt zur Madonna del Cotoliveo. Auch eine sehr schöne Strecke da oben in den Bergen, die Hälfte in etwa auf Asphalt und die andere Hälfte dann auf Schotter, zum Teil auch auf groben Schotter, aber einfacher zu fahren als die anderen Straßen. Wir sind dann so weit gefahren, wie es ging. Wo dann diese endgültigen Verbotsschilder kamen, das haben wir respektiert und sind da einfach nicht weitergefahren und haben dann gedreht. So, das war unsere letzte Fahrt auf Schotter und wir werden jetzt zurückfahren ins Hotel und dann ein sehr gutes Abendessen haben in unserem umgebauten Kloster und morgen fahren wir dann Richtung Schweiz zur letzten Tour, bevor es dann heimgeht. Ja, die Woche ist so schnell vorbeigegangen. Also danke, dass ihr heute dabei wart und weiterhin viel Spaß. Wir sind jetzt hier am 4. Tag unserer Reise in Susa angekommen und sind hier im Sonotto Boutique Hotel. Also Leute, kann ich echt voll empfehlen, ist ein super Laden, hier aus dem 12. Jahrhundert und neu aufgebaut und Zimmer sind schön, innen alles schön mit einem Ventilator, also auch wenn es warm ist. Und Essen werden wir jetzt noch sehen, das kann ich morgen dann sagen, aber alles andere wirklich sehr gut. Und der Preis, wir zahlen jetzt insgesamt 400 € und glaube ich rund 400 € mit Halbpension, also 100 €, das ist okay. Es sind Garage dabei oder Unterstellplätze für das Motorrad, für die man es braucht. Abgeschlossen sind große PKW-Stellplätze da, wenn man so wie wir mit dem Hänger unterwegs ist. Perfekt.
Also, wenn ihr wollt, schaut vorbei. Touren könnt ihr hier genügend machen. Also, bis dann, euer Motorradsucher. Ja, guten Morgen allerseits. Gut geschlafen, gut gefrühstückt, geht's jetzt los. Wir fahren heute von Susa zuerst auf den Moosenie und dann weiter auf den Zweitöckschen Pass in den Alpen, den Col Iseran. Und weiter geht's dann zum kleinen St. Bernhard in die Schweiz. Also das freut uns heute richtig. Wir sind es ja schon mal gefahren im tiefsten Nebel. Heute haben wir tolles Wetter. Und die Aufnahmen werden bestimmt ganz toll werden. Also bleibt dran und viel Spaß.
loves me like you used to. Someday I'm not myself. There's no one I can turn to. Ja, Leute, ich habe entweder so viel Arbeit, ich kann nicht immer was essen. Bis ich die Kameras wechseln kann, dann kommt eine Meldung, Akku voll, dann kommt der Akku leer, dann kommt die Meldung Kabel voll, dann kommt wieder eine Meldung, was weiß ich was, das ist ja alles scheiße. Ja. Guck genau hin, guck genau hin. So geht's, wenn man da also, genau so. Heute haut sich schon die Wand voll. Ich bin voll am Arbeiten, voll. Hey, die Kamera, leck. Ich bin da. Nix ist. Zack, wir haben hin. Das war's schon gut. So. Und jetzt brauche ich noch die Häuser, wo die reinpasst.
Also diese 300 Kilometer heute, das war wirklich sehr kurzweilig, weil wirklich eine ganz tolle Strecke mit vielen Aussichten und Top-Grip. Wir sind heute Morgen über den Mont Cenis gefahren, also auch schon eine wunderbare Strecke mit tollen Aussichten. Weiter ging es natürlich auf den Col Iseran, da brauche ich glaube ich nichts dazu sagen. Was mich dann ein bisschen gewundert hat, war der La Rosière, den kannte ich eigentlich so noch gar nicht. Der ist auch wirklich wunderbar zu fahren, viele Kurven und Aussichten auf das Mont Blanc Massiv, also das ist ganz toll. Kleiner St. Bernhard genauso und so ging es heute den ganzen Tag. Das war wirklich alles sehr kurzweilig. Wir sind nach Kofiger heute fast 10.000 Höhenmeter hochgefahren und 9.500 Meter runter. Also da ging es wirklich rauf, runter, so wie man das auch von so einer Tour erwartet. Was ein bisschen betrüblich war, war wieder, dass wir durch diesen scheiß Tunnel, durch diesen Mont Blanc Tunnel durchgefahren sind, weil das ja immer sackteuer ist. Ich glaube 35 € pro Motorrad, also das ist schon wirklich ein heftiger Preis. Da wird es wirklich Zeit, dass die Deutschen auch mal eine Autobahngebühr oder sowas erheben. So, wir sind dann noch ein kurzes Stück Autobahn gefahren zu unserem Hotel in Bex, wo wir jetzt übernachten. Die Preise in der Schweiz fürs Übernachten, das war also wirklich völlig human, auch so 100 € pro Person und Nase mit Frühstück. Das Abendessen, ja, da sprechen wir von anderen Dimensionen wie in Deutschland. Aber so ist es eben. Jetzt ist unsere Reise auch schon wieder vorbei. Eine wunderbare Tour diese Woche mit Schotter, mit grobem Schotter, mit feinem Schotter und alles, was man sich wünscht. Vielen Pässen, also wirklich genial und das bei bestem Wetter, außer am Mittwoch auf der Vareita. Also, es freut mich, dass ihr da wart und vielen Dank und bis zur nächsten Tour. Euer Motorradtour. Tschüss. yourself go and get funky. Let yourself go and get funky. Let yourself go and get funky.